Ja, hier habe ich noch einen entdeckt, hier im Kreisverkehr, wo ich ja ganz am Anfang gestartet bin. Jetzt kann ich den mal hier sehen, wie das Gelenk schön in die Kurven geht. Mit dem schönen Mittelmotor. Jawohl. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt in Chemnitz angekommen, aber brechend voll. Ich habe mit Mühe und Not irgendwo in so einem Industriegebiet Parkplatz finden können. Also macht euch auf was gespannt. Es wird richtig zur Sache gehen. Die Ikarusse, die fahren hier auch schon durch die Gegend. Mal gucken, gleich müssten wir die ersten schon sehen. Also bleibt dran, dann könnt ihr schöne Ikarus-Busse hier aus Chemnitz sehen. Nach dem Intro. So, da laufen schon die ersten Spotter. Merkt ihr schon, wie die rennen, ganz versteckt mit Kameras und so, damit sie bloß den besten und guten Schuss haben. Ja, wir werden gleich auch einen Schuss haben, und zwar einen Schuss an ganz vielen Ikarus-Bussen. Die fahren hier, glaube ich, minütlich, stündlich hier durch die Gegend. Hier der Kollege, der steht da schon in der Hecke, damit er hier was ergattern kann. Dann stelle ich mich mal auch hier irgendwo in der Ecke und mal gucken, ob wir was sehen. Aber die Zeit ist mir zu schade, hier zu warten, bis was kommt. Die Originalbusse, die stehen ja ganz da hinten. Die sehen wir bestimmt nachher noch hier in Fahrt. Und zwar ist das hier so ein schönes Gewerbegebiet hier an Werner-Seelenbinder Straße. Und der Eintritt ist übrigens kostenlos. Ja, wird von den Stadtwerken CVAG, müsste das sein, auf dem Betriebsgelände alles stattfinden. Ich laufe schon mal dahin. Ist besser als hier zu warten. Die haben ja ein richtig großes Event hier rausgemacht. Schaut mal Leute, jetzt kommen die ersten Exemplare hier schon vorbeigefahren. Könnt ihr schon mal gucken, ob ihr den einen oder anderen erkennen könnt. Also für mich Ikarus, das ist ja ein Fremdwort, muss man sagen. Ich weiß nur, dass die in Ungarn gebaut wurden. Der sieht doch mal richtig prächtig aus, Leute, oder? Schaut mal, wie die ganzen Modelle jetzt heißen im Einzelnen und so. Das weiß ich natürlich nicht. Wie so vieles. Ein paar haben ja in den Kommentaren auch immer geschrieben, ja, du hast keine Ahnung. Ich gebe es ja auch zu. Woher soll ich wissen, wo ein Ikarus ist? Ich fahre die Dinger nur, wenn ich sie zur Verfügung habe. Ja, ansonsten, dafür ist ja eine Community da. Könnt ihr euch gegenseitig helfen. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Spotter, die stehen hier mit Kameras, mit Handys. Ein Kollege, der mich hier eingeladen hatte, der müsste auch hier irgendwo stehen. Den kennt ihr bestimmt noch von den anderen Chemnitz-Video, der Markus. Mal gucken, ob ich den hier finde. So Leute, hier könnt ihr sehen, Chemnitzer Verkehrs AG, Ikarus Treffen. Ja, und das ist auch, wie gesagt, hier von dem Chemnitzer Verkehrs AG betrieben, hier der Sitz. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit reinzugehen und die Ikarus-Busse und alles, was hier so ist, zu bewundern. Ich hatte hier auch mal angefragt, ob ich mal eine Führung hier haben könnte, dass mir jemand mal hier so ein bisschen zeigt oder ob ich überhaupt hier filmen darf. Ich habe auch eine Antwort bekommen. Ich darf hier drehen, ist ja ein öffentliches Event. Aber zur Verfügung konnte mir keiner was stellen, dass sie hier mir so ein bisschen den eigenen Busbetrieb, Bushof zeigen. Aber ist ja nicht schlimm. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen vielleicht hier irgendwo noch abgestellt. Da unten, da stehen die Ausstellungsstücke, die man so begutachten kann und sowas alles. Und hier fahren die wohl stündlich, minütlich ab. Hier kommt jetzt gerade hier ein neuer Kollege hier. Ja, das sehen nochmal richtig gute Busse aus. Ohne so Klima und so oben auf dem Dach. Das sieht richtig gut aus. Aber wie die jetzt im Einzelnen an Modell heißen und so, das weiß ich natürlich nicht. Aber so sind die Leute früher gereist. Die ganzen Ostblockländer, wie gesagt, Ungarn hat die alle dann mit diesen Bussen beliefert. Ja, Tschechien,
ehemalige DDR natürlich und so weiter und so fort. Aber vielleicht finden wir ja gleich ein paar Einheimische, die darüber was erzählen können. Hört mal den Sound. Jawohl. Boah, hier ist ja richtig was los, Leute. Ne? Bevor hier unten da zu den ganzen Ausstellungen gehe, gucke ich mal hier, ob wir vielleicht noch was entdecken können in Form von Motorsounds. Hier zum Beispiel den hier, der Kollege, der ist hier auch schon am Filmen, am Fotografieren und so was alles. Also ich bin hier nicht der Einzigste. Es werden bestimmt bald irgendwelche Videos auftauchen. Ja, ich versuche das auch so schnell wie möglich online zu bekommen, alles. Und nicht erst noch ein paar Monate warten oder so. Ja. Ich laufe einfach mal. Und hier zum Beispiel auch ein sehr schönes DDR-Kennzeichen noch oben drauf. Länderkennzahl. Ja, man kann sich dann hier eben halt anbieten und mitfahren. Nicht anbieten, anmelden. So, bin auch schon durcheinander. So, was gibt es da hinten? Ah, da hinten haben die sogar noch den Event-Container. Aber die haben dann noch einen eigenen Bus. Das interessiert uns natürlich auch. Die E-Karusse, die laufen ja nicht weg, die bleiben da. Aber was ist das für ein Teil da hinten? Mal schauen, was das für ein Teil ist. Ja. Bin heute ein bisschen getarnt, damit ich nicht an jeder Ecke angehalten werde und gesagt werde, ah, bist du nicht mehr mit OE? Alles schön und gut, aber dann kann ich ja meine Arbeit nicht machen. Ja, das ist ein sehr schöner Citaro hier. LE, so wie es ausschaut. Kunstsammlung Chemnitz. Ja, aber ich habe hier noch was anderes entdeckt. Schaut mal. Ganz, ganz alte Busse, sage ich schon, Autos. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch mal interessant, sowas zu sehen. Schaut mal. Die kenne ich gar nicht. Marzburg. Wartburg. Ah, ein Wartburg. Ja, die sind alle Wartburg, so wie es ausschaut. Ja. Nicht schlecht. Ah, wir sollen die Gasse frei halten. Warum? Für diesen schönen Bus hier. Der macht jetzt wieder seine Rundfahrt. Ah, der will hier drehen und rückwärts bestimmt hier reinfahren. Habt ihr gesehen, wer am Lenken war? Der hat keine Servolenkung, Leute. Das war mal interessant, den mal zu sehen. Schaut mal. Mal gucken, ob ich den Busfahrer gleich mal noch so gucken kann. Guckt ihn mal, wie er gerade gleich lenkt. Schaut mal, ich mach mal Nahzoom. Guck mal, wie er da fällt. Nicht mit einer Hand, mit einem Finger, so wie ich. Der muss da schon richtig orgeln. Natürlich keine Kamera hinten oder so. Ja. Der schickt dann noch jemanden raus, damit er guckt. Guck mal, wie der am Wirbeln ist da. Krieg ich den noch näher dran? Nee, doch. So, schaut mal. Der ist am Wirbeln. Der hat heute richtig dicke Arme. Und dann auch noch im Stand mit den schönen neuen Reifen. Oha. Jetzt hat er das geschafft und ist auch ganz rot. Gut, wir waren bei den Autos stehen geblieben. Dann gehen wir mal noch weiter gucken. Das sind alles Wartburg, Skoda sehe ich da gerade noch. Einen sehr schönen, oh, was haben wir hier noch? Auch ein Wartburg. Ja. Alles natürlich mit H-Kennzeichen, History. Ja. Ja, stehen so einige rum. Vielleicht erkennt der eine oder andere ein Modell, was ich hier nicht erkenne. Die sagen mir ja gar nichts. Aber das waren eben halt die ersten Busse. Und da sind auch ein paar Leute sogar damals angezogen. Ja. Okay, kriegt man ja Angst. So, ich laufe mal weiter. Markus habe ich auch noch nicht gefunden. Der steckt auch hier irgendwo bestimmt. Aber das ist das hier. Uns interessiert natürlich der hier auch, ne? Ja, das ist ein LE. Aber wirklich schön. Bitte vorne einsteigen, machen wir. Hat keiner was gesagt. Wir waren doch schon mal hier drin in so einem LE. So schaut's aus, wie ihr sehen könnt. Ich denke mal, hier waren Leute drin. Dann machen wir das auch mal.
Drucker wie unser Drucker, schaut mal, gleiche Drucker, was wir haben, nur die haben hier noch für Kartenzahlen, kann man hier mit Karte zahlen und so was alles. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, so schaut's aus. Bevor mir jemand sagt, hier komm, Platzverweis, gehe ich mal hier lieber wieder raus, ja, und laufen dann mal weiter zu den anderen Bussen. So, WC brauche ich noch nicht, das war nämlich ein WC-Container hier. So, der andere Kollege, der hat sich jetzt auch schon fertig gemacht hier. Der hat schon gedreht. Ja, der fährt aber leer oder der kommt gerade erst oder so, keine Ahnung. Ja. Boah, richtige Dieselgeruch haben wir jetzt hier. Natürlich ohne Partikelfilter oder so. Ja. So, wir schauen uns mal diesen Icarus Z80, was immer das auch bedeutet. Ein damals Gelenkbus. Der Markus ist auch gerade da, der begrüßt mich gerade. Hi Markus, willst du auch wieder ins Bild wie letztes Mal? Ja, oder? Habt ihr schon gesucht? Ja, der hat mich schon gesucht, seht ihr, der ist direkt auch hier. Der hatte mich auch eingeladen hier und der wird mich auch wieder so ein bisschen hier führen, wo was gibt. So Leute, ich habe ein paar Eckdaten hier für dieses schönen Modell hier bekommen. Der wurde ursprünglich für Berlin gebaut, aber ist nie in Berlin gefahren, nur immer in Leipzig. Von 89 ist der und bis 2006 ist er sogar noch Schülerverkehr hier in Leipzig gefahren und seit 10 Jahren jetzt hier im Besitz von dem Verein, der den dann eben halt hergerichtet hat und so hat alles. Und der hat ganz normal SP, begrenzt durch dem H-Kennzeichen natürlich auf die 10.000 Kilometer und natürlich Saisonkennzeichen. Aber so wie ihr sehen könnt, ist das ein 1, 2, 3 mit 4 Türen, damals ein Gelenkbus. Mal gucken, ob wir auch reingehen können. Ich darf so ein bisschen hier drin filmen. Ja, natürlich versuchen wir mal ohne Gesichter. So sah das aus, alles nur Einzelsitze, die linke Seite. Ja, hier so schön mit Leder. Und auf der Seite haben die dann hier wie so eine Art Notsitz hier. Und auf der Seite Doppelsitze. Ne? Damals konnte man auch schon vorwärts, oder wenn man will, rückwärts fahren. Drehkranz, wie ihr sehen könnt, hat er hier auch. Und die ganz alten Entwerter hier vorne. Und das sind diese faltbaren Türe. Ja? Nicht in einem durch, sondern faltbar, sozusagen in 1, 2, 3, 4 Teile. So, und auf der Seite auch ganz interessant. Weil der Motor ja, denke ich mal, vorne ist. In der Mitte. Ach, der hat einen Mittelmotor. Der hat einen Mittelmotor. Ich denke schon, warum geht es hier so flach? Ne, wo ist der Motor? Der ist in der Mitte. Haben wir ja letztes Mal gesehen. Letztes Mal haben wir ja gesehen, wo wir in... wo war das? In Hannover waren. Da hat der Holger uns ja gezeigt, den Mittelmotor, der ja hier unten irgendwo sich befindet. Ja, machst du uns das? Mach mal auf. Ey, hier gibt es nur nette Menschen. Hier ist einer, der zeigt uns... Von Sachsen doch immer. Die Sachsen sind nett, das stimmt. Seht ihr, da ist der Mittelmotor. Aber ja, direkt Icarus-Motor oder was ist das? Ein Eigenmotor? Das ist ein Lizenzbau von Raba MAN. Das ist praktisch. Ah, okay, habt ihr mitbekommen, Leute. Ja, ehemals MAN oder immer noch MAN, aber eben halt Kooperation mit, was war das, doppelt? Raba MAN hießen die. Die wurden in Ungarn gebaut, aber in Lizenz von MAN. Ja. Und die Lizenz von MAN wurden aber in Ungarn gebaut. Ja, super. Und drinnen ist ein Stadtgetriebe, 6 Gang. Synchron? Nee, Zwischengas und Zwischenkuppeln. Natürlich ohne Servo, ohne nichts, ohne alles. Nee, eine kleine leichte Servounterstützung hast du schon. Hat er schon gehabt? Ja. Damals bei 89 Baujahr, ja. Aber Okay. nicht so viel. Ansonsten 60 und dann ist auch irgendwann mal Schluss, weil dann wird es hier dermaßen laut drin, Ja. möchte keiner mehr drin sitzen. Und wenn ihr Außer man ist euch, schmerzfrei. solche Motoren oder solche Busse euch in der Nähe, aus der Nähe anschauen wollt, immer verfolgen, wenn Icarus-Treff irgendwo ist, dann könnt ihr das auch natürlich hier so sehen, Leute. So, wir stürmen uns jetzt mal in das Gewühl da hinten rum. Da sind viele andere neue, auch ein neuer E-Citaro ist, glaube ich, sogar gekommen. Und die neuen Stadtwerke-Busse natürlich, die sind alle noch hier drin, schön versteckt. Aber es gibt noch eine Führung für die Werkstatt. Mal gucken, ob wir eine Führung kriegen.
für die Öffentlichkeit. Das wäre natürlich für uns auch interessant. Bleibt weiter dran, das seht ihr dann später. Leute, ich muss mal ein bisschen den Boden und so filmen, weil mit Gesichtern und so muss ich immer aufpassen. Wenn einer zufällig reinläuft, ja, selber schuld. Aber hier sehe ich gerade hier Umbau des Busses MAN-L zum Busmuseum. Ja, der ist umgebaut worden. Und innen drin kann man auch OMSI fahren und so. Anstatt Busmuseum haben die Buseum gemacht draus. Mal gucken, ob wir da drin was sehen können. So Leute, ich sag ja, hier in Chemnitz sind alle nett. Ich darf hier den sogar so ein bisschen vorstellen. Das seht ihr ja hier auch noch ganz alt hier mit dem Knochen hier. Ne? Rein für Licht, ein aus, starten, ausmachen. Wie wir das letztes Jahr in Hannover gesehen haben. Ich habe hier auch eine Broschüre. Ich mache nachher noch den Link und so. Wie der hier ja, zu dem geworden ist, umgebaut worden ist, wie er jetzt im Moment ist. Aber hier, das heißt ja nicht VDV, sondern wie hieß das noch? Das ganz alte, das müsste noch ein altes VÖV, genau. Ja, aber hier ist die Bude, die ist jetzt voll, die spielen da gerade OMSI und so, deswegen kann ich euch keine Gesichter zeigen. Deswegen müsst ihr euch erstmal mit das hier begnügen. Wer nicht die ganze Broschüre lesen will, der kann auch hier nochmal alles gucken. Ja, die Mannschaft, die hat das alles hier so in die Wege geleitet. Ja, die haben hier auch noch ein Museum in Prag, gibt es sogar noch ein Museum. Chemnitz Straßenbahnfest haben die hier. Hier gibt es auch noch mal in Tschechien eins. Es wird wirklich viel getan. Eben halt auch für die jüngeren Leute, damit die mal sehen, wie das früher alles mal war. Bis hierhin hatte ich ja ein bisschen nachvertont, habt ihr ja bestimmt gemerkt wegen der Musik. Aber jetzt hört man die, glaube ich, ganz schwach. Glaubt ja nicht, dass YouTube jetzt noch was dagegen hat. Aber natürlich in die einzelnen Busse reingehen und so, das wird mich jetzt so viel Zeit kosten. Ich suche mal ein paar Exemplare aus, wo vielleicht der Fahrer oder Fahrerin, wer immer da auch drin sitzt, vielleicht was zu dem Bus sagen kann oder so. Der hier zum Beispiel, der ist, glaube ich, original aus Budapest. Da steht auch drauf, wie ihr sehen könnt. Der ist auch aus Ungarn angereist. Der hat auch ungarische Kennzeichen, wie ihr sehen könnt. Ja, extra für dieses Event ist der wohl hierher gekommen. Ja, der fährt auch sicherlich noch in Ungarn auf Linie oder Reise. Was ist das, ein Reisebus? Das scheint ein Reisebus zu sein oder ein Überland mit Gardinen und so. Jo, dann gucken wir mal weiter. Wie ihr sehen könnt, meistens auch immer so Vereine, der hier zum Beispiel Oldtimer-Bus-Verein aus Berlin. Ja, die haben sich das irgendwann mal geholt und dann restauriert. Da hinten sieht man noch so einen alten Reifen. Keine Ahnung, warum die den da hingestellt haben. So sieht das mal aus, innen drin. Könnt ihr mal sehen. So sollte man auf jeden Fall nicht mehr fahren. Ja, so. Mal gucken, gleich gehen wir auch noch mal in ein paar rein. Erstmal außen gucken, wer da so alles ist. Hier, der ist auch original aus Ungarn, wie ihr sehen könnt. Auch bestimmt heute oder gestern. Mit Doppelflügel Innenschwenk vorne. Ja, der hat auch diese Doppelflügel vorne und hinten. Icarus 25 G44, was immer das auch hat. Der Kollege, der ist sogar aus Polen gekommen. Ja, auch nicht schlecht, auch ein Icarus. Ich hatte ja ganz am Anfang euch gesagt, in Ungarn gebaut und dann an die Ostländer ja, verkauft. Und jetzt sind sie hier auch für euch zu sehen. Der hier sieht auch richtig gut aus. Oldtimer Club Erfurt. Da steckt auch ganz viel Geld und Liebe drin. Könnt ihr sehen. Ja, neu lackiert, schön in Rot. Ja, wirklich schön anzuschauen.
Das hier auch. Und hier haben wir auch noch einen schönen Reisebus. Anscheinend hält wohl die Luft nicht oder so. Haben die hinten auch schon Unterlegkeile drauf getan. So, hier ist auch noch so ein Teil an Icarus. Oxerleben, Chemnitz und zurück. Auch mit natürlich H-Kennzeichen. Es geht noch weiter, das hört gar nicht mehr auf, Leute. Auf der Seite sind auch noch ein paar. Die schauen wir uns natürlich auch an. Und dann mal gucken, hier könnte man eigentlich dann später live gehen. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Das hier ist auch ganz interessant. Guck mal, der Fahrer, wo der einsteigen muss erstmal klettern. Ja, hier kann er einfach so einsteigen. Und der hat sogar noch einen Anhänger. Ja, der kann diesen Anhänger sogar noch mitnehmen. Wird da angeklettet und dann kann er einen Anhänger für die Koffer mitnehmen. Nicht schlecht. So, das sieht mir aus wie auch ein Gelenkbus. Aber schaut mal, der hat oben sogar noch so Gardinen und so dran gemacht. Ja, jeder versucht natürlich seinen Bus hier ein bisschen aufzupäppeln. Sonderfahrt. Mal gucken, was das für ein Teil ist. Hier haben wir Baujahr 89, wie wir gerade gesehen haben, mit 192 PS, Länge 16 Meter, 16,5 Meter, Sitzplätze 54, Stehplätze 63. So sieht das Teil aus. Wirklich nicht schlecht. Und hier noch so ein schönen Solo Z50 Icarus. Ja. So, der Kollege zeigt noch mal den Gepäckraum. Ja, da gibt es auch was zu essen, zu trinken, natürlich für die eigenen Leute. Der hat ganz hinten die Tür. Ja. Und ja, natürlich können wir da jetzt nicht überall Motorraum aufmachen und gucken und so. Ich muss mal gucken, dass ich ein paar nette Leute finde, die mir das mal so selbst erklären können oder zeigen können. Ich gehe mal auf Suche, ob ich jemanden finde. Leute, ich habe einen netten Menschen gefunden hier, der mir erlaubt hat, hier mal reinzugehen. Wir gehen jetzt mal in unseren ersten Icarus rein. So schaut's aus. Das ist ein Reisebus. Moment. So sieht das aus hier. Der hat natürlich Tachograph. Ja. Ja, ich muss selber mal erstmal gucken. Zündschlüssel, wie die ganz normalen mit den Knochen. Er ist ja eher für Licht. Da muss er irgendwo auch noch einen Schalter haben, natürlich zum Starten. Ich denke mal, das sind diese roten. Dann die für die Knöpfe. Ja, damalige VDV kann man ja auch schon fast sagen. Natürlich kein Automatik. Seht ihr ja auch hier an dem schönen Schaltung. Ich weiß nicht, ob das eine Doppel-H-Schaltung oder eine normale H-Schaltung ist. Und ich gehe jetzt mal gleich rein und gucken wir mal. Österreich, DDR, Ungarn, okay, hier ist da, wo der überall mal war, 2009 in Erfurt und so was alles. Ja, davon gibt es sogar noch ein Modell. Tja, so sah das aus. Natürlich mit Stufen für ältere Leute, 3 Stufen zu überwinden und dann konnte man hier Platz nehmen. Natürlich werdet ihr jetzt die Anschnallgurte vermissen. Der hat keine. Warum? Damals gab es keine. Auch die Armlehnen hier stabil fest. Die kann man nicht hoch, runter oder zur Seite schwenken. Auch die Sitze. Selbst, oder? Was ist das hier? Der hat hier noch ein... Das weiß ich nicht, wofür das ist. Wenn das elektrisch ist, hier sind noch so Dinger. Ne, elektrisch kann ich mir auch nicht vorstellen. Keine Ahnung, wofür der ist. Schade, dass hier sind so viel Andrang, deswegen konnte mir keiner natürlich Näheres zu diesem Bus sagen. Aber diejenigen, die den Bus mal gefahren haben, in die Kommentare bitte schreiben, was das ist. Oder wenn ihr diesen Knopf, was ich gerade euch gezeigt hatte, erkennt, einfach mal in die Kommentare, dann wissen wir alle, was das ist. Und hier haben wir jetzt einen schönen Ausblick von hier hinten. Die Gardinen sind an seinem Platz, an ihren Plätzen. Der hat oben noch Schiebefenster und natürlich diese Dachluken. Und die Tür hat er ganz hier vorne auch mit Stufen. Natürlich gibt es hier noch keine Toilette, Küche und sowas alles. Damalige Zeit, Baujahr hatten wir ja gerade schon geguckt, glaube ich, wenn das der war. Aber hier die Knöpfe, die würden mich mal echt interessieren. Da tut sich nichts. Wie gesagt, wenn einer das weiß,
bitte in die Kommentare schreiben. Mikrofon hat er sogar hier auch, wenn er mal hier durch die Gegend fährt. So, ist natürlich ein Unterschied, wenn die modernen, der kommt jetzt hier von seiner Tour und versteckt den sofort in der Halle, damit er nicht auch angetatscht wird. Das ist die Waschhallenfahrt, die er gemacht hat. Ach, der hat eine Waschanlagenfahrt gemacht. Die müssen wir nicht unbedingt haben, aber eine Werkstattfahrt, die könnten wir eigentlich gebrauchen. Mal gucken, noch sind wir zeitlich gut. So, das gleiche, was wir vorhin gesehen haben, jetzt nur noch von der Seite. Ohne die Flippers, hoffentlich. Die hört man jetzt im Moment nicht. Wenn ich noch einen netten Menschen finde, der mir dann den Bus noch zeigt, vielleicht mal ein anderes Modell oder so. Aber man kann hier so reingehen und gucken. Aber schön wäre es, wenn einer dazu auch noch was sagen könnte. Wäre natürlich interessanter. Diesen polnischen Bus, den haben wir ja vorhin schon gesehen. Da können wir jetzt mal reingehen und mal gucken, was hier so ist. Ah, der Kollege ist sogar noch drin. Ich frage den mal. Moment. So, ich habe hier einen polnischen Kollegen gefunden. Er kann aber kein Deutsch. Natürlich will er auch nicht ins Bild, aber er hat mir erlaubt, hier so ein bisschen euch was zu zeigen. Natürlich steht hier alles auf hier Nias und Saras. Ich denke mal absenken und hoch. Sieht man ja auch an den Pfeile. Muss man nicht studiert haben, um das zu wissen. Ich frage mich gerade, wo er die Tachoscheibe hat. Der hat gar keine Tachoscheibe zum Reinlegen. Das gibt es doch gar nicht. Der hat zwar einen Tacho, aber Tachograph gab es damals vielleicht nicht. Ist möglich. Ich weiß nicht, was für ein Baujahr das ist. Müsste ich mich auch mal schlau machen. Aber wie ihr sehen könnt, der hat keinen Tachograph, wo man die Scheibe reinlegen kann. Natürlich hier mit Schaltung. Schade, dass der Kollege kein Deutsch kann, sonst hätte er mir das gezeigt hier. Da unten dieser Knopf hier, wie ihr sehen könnt, bestimmt für die Motorbremse. Wenn man da drauf drückt, dass da eine Klappe dann zugeht. Oder Motor aus. Oder für Motor aus, sagt der Markus hier. Kann auch sein. Aber ich denke mal eher für Dings, sonst würde man ja während der Fahrt da drauf und dann ist ja auch nicht. Das ist wegen der Motorbremse, denke ich mal. Wie gesagt, wenn ihr solche Modelle kennt oder schon mal so gefahren seid oder so, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann wissen die anderen auch, was das für ein Teil ist. Sitze könnt ihr auch sehen. Natürlich eng, keine Dingsbestuhlung, keine Reisebestuhlung. Hauptsache viele Leute mitnehmen. Und mit Trittstufen natürlich. Und hier hinten, ja, normalerweise sollte der Motor sein. Ich glaube, der hat nämlich auch einen Mittelmotor, so wie es ausschaut. Weil der hat hier unten auch ganz viele Klappen. Aber Markus sagt, der hat einen hinteren Motor. Ich denke mal eher Mittel, weil da die Klappen waren. Da kann man das vielleicht gucken, weil hier ist nämlich kein Auspuff zu sehen, kein Nix zu sehen. Ja, ist ein Mittelmotor. War mein erster Gedanke. Richtig. Ja, da sieht man auch den Auspuff mit Mittelmotor. Gang und gäbe. Deswegen konnten die auch hinten so viele Plätze zum Sitzen haben. So Leute, wir gehen jetzt mal in den OBVB, in den Oldtimer Busverein, Bus Chemnitz mal rein. Wenn wir das schaffen, wenn wir das dürfen, mal gucken, ob hier ein Mensch drin ist. Ganz hinten sitzen welche. Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen. Aber ansonsten, der hat natürlich hier schon Tachograph, Handbremse hat er auf der Seite, also die Feststellbremse, Gangschaltung. Ah, hier kann man das sehen. Tatsächlich, der hat Doppelhaarschaltung. Ja, 1, 2 in der Mitte, dann rechts rum auch nochmal. Ja, damaligen Zeitinhalt Eisbären Junior aus Berlin, auch nicht schlecht. Für Reisebusse natürlich gut. Den Ikarus mit den alten Fahrzeugen hier ist, darf natürlich der neue, der auch in Ungarn gebaut wird, ja, nicht fehlen. Und zwar ein E-Bus. Das ist das schöne Stück. Vielleicht haben wir jetzt hier die Möglichkeit, den mal ein bisschen aus der Nähe zu betrachten, was er so alles hat und kann und wie der ist. So, wie ihr sehen könnt, der fährt auch in Ungarn Linie oder so. Der hat alles, was ein moderner Linienbus braucht. Auch mit den ganzen Assistenten, die da drin sind. Da sind jetzt nur Menschen drin, deswegen kann ich das nicht so hoch nehmen. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, gleich den mal aus der Nähe von innen zu sehen. Ich bin jetzt hier drin in einem schönen Ikarus E Fahrzeug. Hier könnt ihr das mal sehen. Ja,
Der Manager hier, der hat mir das mal erlaubt, hier so ein bisschen zu zeigen. Auch natürlich Werbung für Icarus. In Baden-Württemberg fährt er schon in der Nähe von Kassel. In 2 Städte. Und im Moment sind diese Busse auch verfügbar. Man kann sie testen, wenn man hier, ich blende das mal hier ein. Ja, hier gibt es auch eine E-Mail-Adresse und so. Könnt ihr euch mal, wenn ihr Interesse habt, hier so einen Bus euch anzulegen. Ich sage das jetzt meinem Chef auch mal. Vielleicht ist das interessant. Ich hätte auch die Möglichkeit, mit dem nachher mitzufahren, aber von der Zeit her passt das sehr wahrscheinlich nicht. Ich frage den mal, was das hier noch ist. Was ist das hier noch? Für den Wach. Der hat das schon, Sensor. der hat das schon integriert, ob der Fahrer wach ist oder nicht. Hatte ich euch ja letztens Busworld 19, hatte ich euch das ja erzählt. Der hat das schon direkt eingebaut, damit eben halt erkannt wird, dass der Fahrer wach ist oder nicht einschläft. Oben die Sicherheitsassistenten könnt ihr auch sehen, an den Seiten. Hier vorne misst er das alles. Da oben kann man dann sehen, wenn im toten Winkel jemand ist. Und das gleiche hier vorne. Im Display kann man das dann wohl absehen. So, von vorne sieht er eigentlich mal gar nicht mal so schlecht aus. Der Elektromotor. Der Kollege, der Festfahrer von dem, der kommt 400 Kilometer damit, wenn man normal fährt, weil der ja am Bremsen, wenn man bremst, sich auch auflädt. Aber hier ist jetzt ganz viel Andrang, deswegen gehe ich mal so ein bisschen im Innenraum noch und zeige ich euch den Innenraum. Ja, der Manager, der ist natürlich alles voll am Erzählen. Hier sind so viele Leute drin. Ich kann euch nur hier die Bequemlichkeiten hier von dem Bus, wenn ihr eben halt hier so sitzt, direkt in dem anderen Bus, neben den hier vorne, nach hinten hin und hier so eine Vierergruppe. Ne, ist unmöglich hier eben halt alles zu zeigen. Aber wenn ihr den haben wollt, wie gesagt, auf Icarus könnt ihr euch den anschauen. So, von außen nochmal mit Rampe natürlich, wie ihr sehen könnt. Alles, was ein moderner Reisebus natürlich, Reisebus sage ich schon, ein Linienbus zu bieten hat, hat das Teil. Der muss sich jetzt nur noch eben halt, ja, vielleicht weiterentwickeln oder so und gefragt sein. Warum nicht? Ein älteres Modell an Icarus, schaut mal. Und dann auf einmal dazwischen, ganz modern in der heutigen Zeit, mit Elektroantrieb. Hier ist VCU und Battery Management System. Ja, Und das steuert die ganze Ladeelektronik und Motorsteuerung. aha. Alles ist integriert, das steuert auch Air Condition, die Heizung, Kühlung und Motorsteuerung. Das war der Manager, der so ein bisschen hier über den Bus erzählt. Wie gesagt, wenn ihr Näheres erfahren wollt über Icarus auf die Seite, Internetseite, da könnt ihr natürlich mehr erfahren. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Alles andere hatte ich ja vorhin schon erzählt. Dankeschön. Und das war's für heute. Sehr, sehr toll. So. Wir haben was vergessen, Fräulein Sommer macht Eis, habe ich gerade gesehen, Fräulein Sommer, ne? Und was ich nochmal erwähnen möchte, ist natürlich, bei mir gegenüber schräg im So, der Kollege fährt jetzt hier raus, was wir gerade ja gesehen haben. Auch mit dem schönen Mittelmotor. Der Kameramann läuft nur hinterher, damit er noch schön... Das sieht ja mal aus. Bin ich auch schon mal gerannt, aber nicht hinter Busse, sondern hinter Weiber. So, hier habe ich auch noch ein schönes Modell, auch ein Icarus, ein kleiner, 255/70 vom Baujahr 82, natürlich aus Ungarn, ein 10-Meter-Bus mit 192 PS Höchstgeschwindigkeit, ja, der kann sogar 107 fahren, könnte also locker in England fahren. Da darf man ja 115, war das, glaube ich. So, natürlich ist keiner da, sonst wären wir mal reingegangen. Aber die Türen eben halt mit separat, nicht pneumatisch oder mit Luft oder so. Ja, der hat aber ganz normalen Heckmotor hier drin. Ja. So, da ist wieder einer, der gleich rausfährt. Und so allmählich machen die sich auch auf den Heimweg, weil um 17 Uhr ist hier, glaube ich, auch Schluss. Irgendwie müssen die auch nach Hause kommen. Ich mache auch gleich die Fliege. Mal gucken, ob wir noch ein paar schöne Sachen aufgenommen kriegen. Aber was ein Sound, oder Leute? So, wir nehmen noch ein paar Busse mit, wenn die hier rausfahren.
Für die ganz große Parade habe ich leider keine Zeit mehr. Der fährt jetzt auch hier gerade raus, der Tourist. Aber ich warte eigentlich auf den Icarus, da ganz hinten, der voll 100% elektrische, wie der hier rausfährt. Wenn ich den auch noch mitgenommen habe, dann mache ich mich auch auf den Weg nach Hause. So, der nächste fährt jetzt auch raus hier. Eine fährt raus, eine kommt. Wirklich sehr interessant. Aber die meisten, die machen dann nur Fotos. Okay. Aber so ein schönes Video nicht zu bezahlen, oder? So, den nehmen wir auch noch mit. Hört ihr die Ventile? Mal gucken, wenn er jetzt Gas gibt. Bin gespannt, wenn der Elektrobus gleich... Jawohl. Boah, das ist ein Sound, Leute, oder? Sagenhaft. Bin mal gespannt auf den Elektrobus, wenn er gleich hier ein bisschen Anhöhung Gas gibt, wie der sich anfühlt. So, jetzt fährt auch so ein Einheimischer hier raus. Ja, der muss auch einen großen Bogen nehmen. Oder will er links rum? Oder wo will er hin? Ach, der will geradeaus. Ah, okay. Also so sehen die Busse hier in Chemnitz aus mit den Blau und Gelb Farben. Ja. Wie ihr sehen könnt, ist hier noch richtig viel los. Ich warte immer noch auf den E-Icarus. So, ich denke mal, wenn der reinkommt, das ist der mit dem Mittelmotor. Dann kann endlich der Elektrobus losfahren. So, schaut euch das Teil mal an, Leute. Ja, das ist vom Markus. Da, wo er die Lehre macht, glaube ich. Im Live hat er euch das mal erzählt gehabt. Das müsste das Schiffchen sein hier. Wahnsinn, oder? So, ich glaube, jetzt macht er sich endlich mal auf den Weg. Also von der Form her und so sieht er immer richtig stark aus, Leute, oder? Schaut euch den mal in Ruhe an. Ich will nur hören, wenn er gleich hier Gas gibt. Ich laufe den noch so ein bisschen hinterher. Man hört ja gar nichts. Gerade habt ihr ja gehört, die anderen, wie die laut die waren hier, wenn die hier stehen. Und hier, der schleicht hier nur rum. Jetzt bin ich mal gespannt auf der Hinterachse. Wenn er jetzt Gas gibt. Ja, natürlich kann er jetzt kein Vollgas geben hier. Ich laufe jetzt hinterher. So, jetzt gib mal Stoff, Junge. Hört ihr? Da geht er hin. Jawohl. So Leute, das Video ist wieder mal zu Ende aus dem schönen Chemnitz hier vom Icarus Bustreff. Hinten nochmal der Verkehrshof. Verkehrshof sage ich schon. Ja, ja, gib mal Stoff, Junge. Verkehrsbetrieb der CVAG hier in Chemnitz. Man sieht sich natürlich wieder auf den anderen Kanälen oder wenn ich wieder irgendwo unterwegs bin oder live gehe und. Immer schön treu bleiben. Bei mir werdet ihr nie enttäuscht. Es gibt immer wieder was Neues. In diesem Sinne, macht's gut. Alles Gute aus Chemnitz wünscht euch euer Memedoe. Ciao Leute.